Ganz herzlich willkommen zu meiner zweiten Deutschstunde. Was erwartet uns? Zuerst eine Rückschau auf das Verb sein. Anschließend werde ich euch ein paar persönliche Tipps geben, wie ich das mit dem Lernen angegangen bin. Dann nehmen wir uns das Übungsblatt vom letzten Mal vor und anschließend beginne ich mit einem neuen Kapitel, und zwar den Artikeln in der deutschen Sprache. Wenden wir uns also dem Verb sein zu. Da es mir ja ganz wichtig ist, dass ihr laut sprecht und auch möglichst oft die Sätze wiederholt, werde ich die Bilder einblenden und ganz langsam sowohl die Singular- als auch die Pluralform laut sprechen. Danach lege ich wieder eine Pause ein, sodass ihr es sogar noch einmal wiederholen könnt. Ihr seht parallel dazu die Abbildungen. Und ich starte. Ich bin. Du bist. Er ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Wenn ihr euch ein bisschen dahinter geklemmt habt, dann müsste das schon ganz gut geklappt haben. Nun ein paar Überlegungen zum Lernen an für sich. Um es die guten Sachen vorwegzunehmen. Professor Hüther, ein anerkannter deutscher Hirnforscher, Neurobiologe, hat eindeutig herausgefunden, dass es ganz wichtig ist und man viel schneller lernt, wenn man Sprachenlernen mit Emotionen verknüpft. Er erzählt dazu immer eine berührende Geschichte, dass ein älterer Herr eine Chinesin kennenlernt, die er ganz wunderbar findet und nach China zieht und im Hauruck-Verfahren aufgrund der Tatsache, dass er entflammt ist, die chinesische Sprache lernt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass auch ihr das, was ihr lernt, mit positiven Empfindungen verbindet. Wie funktioniert das? Es wird dann im Gehirn ein Botenstoff freigesetzt, das Dopamin. Das wirkt quasi wie ein Dünger und sorgt dafür, dass die Synapsen besser funktionieren und sich auch mehr bilden. Das wollten wir doch ausnutzen. Die zweite gute Botschaft. Diese sogenannte Plastizität des Gehirns geht auch im Alter nicht verloren. Also egal wie alt, ihr könnt immer noch eine neue Sprache lernen. Und das dritte Tolle ist, es ist nicht so, dass ihr euch das Sprachzentrum wie einen Topf vorstellen müsst, dass wenn man noch eine Sprache und noch eine Sprache lernt, irgendwann der Topf voll ist. Nein, im Gegenteil. Auch hier trainiert man die Synapsen. Man wird feststellen, dass man jede Sprache schneller lernt. Mir persönlich ist das so gegangen. Ich lerne seit 2 Jahren Italienisch. Und seltsamerweise, obwohl ich viel weniger für mein Französisch tue, spreche ich die Sprache plötzlich fließender. Kommen wir zu dem Übungsblatt und auch hier verfahre ich nach dem gleichen Modus. Ich werde euch die Sätze mit den Lösungen einblenden. Ich werde sie parallel dazu laut vorlesen und ihr habt die Möglichkeit, anschließend den Satz nachzusprechen. Erstens. Ich bin hilfsbereit. Zweitens. Du bist intelligent. Drittens. Er ist zuverlässig. Viertens. Sie ist geduldig. Fünftens. Wir sind optimistisch. Sechstens. Ihr seid kreativ.
7. Sie sind höflich. 8. Ich bin schüchtern. 9. Ihr seid sportlich. 10. Wir sind freundlich. 11. Du bist lustig. 12. Er ist mutig. Leider hat das letztes Mal mit den PDFs nicht geklappt. Ich hatte euch das deshalb so in Toto unter das Video geschrieben. Nun habe ich eine andere Methode mir überlegt, und zwar gehe ich über Google Drive und werde euch einen Link anhängen. Dort könnt ihr in den Ordner gehen und euch alle Arbeitsunterlagen runterladen. Ich habe alles dafür vorbereitet. Ich hoffe, es klappt. Ob es dann wirklich klappt, sehe ich allerdings erst, wenn ich dieses Video bei YouTube hochlade. Wir werden es sehen. Wir bleiben optimistisch. So, wir sind ja jetzt in der Lage, uns selber und andere zu beschreiben. Was wir noch nicht können, ist Gegenstände beschreiben. Und dazu müssen wir die dritte Person Singular oder Plural benutzen. Und ich habe bislang immer nur von er gesprochen. Aber es gibt noch ein sie, die weibliche Form, und es gibt auch noch ein es, die sächliche Form. Und das schlägt sich auch in den 3 Artikeln nieder. Nun gibt es wie in jeder Sprache Regeln, um herauszufinden, auf welchen Artikel ich denn zurückgreifen muss. Einige davon sind ganz sinnvoll. Aber die meisten haben mich ehrlich gesagt in fremden Sprachen immer blockiert. Deshalb gebe ich euch meine persönliche Empfehlung: Schreibt euch gleich immer den Artikel dazu. Ich habe mir damals eine App besorgt, um Italienisch zu lernen, und glücklicherweise waren bei allen Begriffen immer die Artikel dabei und ich habe sie immer gleich mit dazu gelernt. So. Ein kleiner Hinweis für die Zukunft, ein bisschen nach vorne gedacht. Falls ihr mit Vokabelkarten arbeitet, schreibt auch gleich den Plural mit auf. Das ist das, was ich heute bedauere. Ich tue mich im Italienischen viel schwerer, den Plural zu finden, weil ich ihn einfach nicht gleich mitgelernt habe. Es hat sich nicht von Anfang an in mein Gehirn eingeschliffen. Ich werde deshalb auch die Pluralbildung im Deutschen in einem der nächsten Stunden bevorzugt behandeln. Hier könnt ihr einmal einen Blick auf die Regeln werfen, nach denen man sich für einen Artikel entscheidet. Ich habe ihn nur der Vollständigkeit halber hier eingeführt und ihr könnt ihn auch bei Google Drive aus meinem Ordner runterladen. Wir bleiben bei genau dieser Satzkonstruktion. Er ist groß. Es wird sich gar nichts ändern, wenn ich anstelle des Pronomen er einen Namen einfüge. Tom ist groß. Keine Veränderung. Gehe ich jetzt allerdings auf den Begriff Vater, also ein Substantiv, dann gehört immer ein Artikel dazu. Und dann verändert sich der Satz in der Vater ist groß. Und wenn wir eine Sache beschreiben, wie zum Beispiel einen Tisch, dann heißt es, der Tisch ist groß. Wir wiederholen bitte nochmal gemeinsam. Ich lasse auch wieder eine Pause. Er ist groß. Tom ist groß.
Der Vater ist groß. Der Tisch ist groß. Alle, die Englisch lernen, haben es natürlich leicht. Es gibt nur einen Artikel, das the. Die Französisch und Italienisch lernen, wissen schon, sie müssen zwischen männlich und weiblich unterscheiden. Und ich gehe mit euch jetzt einmal ein Beispiel für das Weibliche durch. Ich starte. Sie ist groß. Hier ist das Pronomen. Maria ist groß. Hier wurde das Pronomen durch den Namen Maria ersetzt. Die Mutter ist groß. Hier gehört zwingend der Artikel vor Mutter. Die Tasse ist groß. Auch hier ist der Artikel zwingend erforderlich. Ich werde das jetzt noch einmal langsam wiederholen und ihr sprecht bitte nach. Sie ist groß. Maria ist groß. Die Mutter ist groß. Die Tasse ist groß. Kommen wir nun zur Besonderheit der deutschen Sprache bezüglich der Artikel. Wir haben einen dritten, das Neutrale, das. Und hier kommt das Beispiel dafür. Es ist klein, das Pronomen. Sophie ist klein. Hier wird wieder der Name Sophie gegen das Pronomen ausgetauscht. Es ändert sich nichts. Das Mädchen ist klein. Zwingend ist der Artikel das erforderlich. Genauso wie im letzten Satz, das Buch ist klein. Auch hier gehört der Artikel zwingend dazu. Und ich wiederhole nochmal zum Mitsprechen. Es ist klein. Sophie ist klein. Das Mädchen ist klein. Das Buch ist klein. Es wäre schön, wenn ihr bis zur nächsten Stunde anhand dieser 3 Beispiele euch die Liste mit den Adjektiven vorgenommen habt und das mal austauscht und laut diese Sätze sprecht. Wir werden in Stunde Nummer 3 dann sowohl die Liste der Adjektive erweitern, als auch die Liste der Substantive. Und dann sind wir schon in der Lage, viel mehr Dinge zu beschreiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.